Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren, naja, heute nicht wirklich Vlog, aber ich wurde von euch darum gebeten, ich soll doch mal ein Reaction-Video machen. YouTuber tun YouTuber-Dinge und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen eine Reaction machen auf das folgende Video und zwar Cyberkriminalität versus Hackerethik. So viel Macht haben Hacker im Internet. Und es ist vom Y-Kollektiv und ja, da gibt es eine kleine Story zu. Und zwar, ihr habt mich erstmal darum gebeten, natürlich, dass ich hier dieses Reaction-Video mache. Aber was noch viel wichtiger ist, was wahrscheinlich auch niemand wusste, das Y-Kollektiv hat mich tatsächlich angefragt, ob ich für dieses Video, naja, ob ich da mitwirken möchte dran. Und selbstverständlich habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Und habe dann auch tatsächlich mit denen ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe sogar den Chatverlauf noch irgendwo rumfahren. Das Ding war, warum ich dann am Ende doch nicht mitgewirkt habe, sie haben tatsächlich nur Interesse an Black Hats gehabt. Also ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, um was es in dem Video geht. Ich erzähle euch nur mal hier gerade so die Story vorne dran. Die hatten beim Y-Kollektiv tatsächlich gefragt, bist du ein Black Hat und was für Black Hat-Aktivitäten hast du durchgeführt? Hast du Interesse, darüber mal zu berichten? Und als ich dann gesagt habe, nein, ich bin White Hat, ich mache das quasi, um das System zu schützen, aber die Tätigkeiten sind dieselben, ja, dann haben die gemeint, ja, okay, kennst du jemanden, der ein Black Hat ist? Oder hast du vielleicht Kontakte zu jemandem, der ein Black Hat ist? Und ich dann, jein, also die meisten Leute tun genau dasselbe, aber sie reporten es dann halt, anstatt dass sie die Tätigkeiten illegal ausnutzen. Ja, dann ist das nichts für uns. Also das war quasi deren Reaktion. Und das wollte ich mal euch so als kleines Vorwissen geben, bevor wir gemeinsam dieses Video gucken, was ich, by the way, wirklich noch nicht gesehen habe. Also ich habe noch nicht eine Minute davon gesehen und es ist ein 23-minütiges Video. Wir werden das komplett zusammen gucken. Und ja, ich werde da selbstverständlich dann natürlich auch die Teile kommentieren, die ich für kommentierwürdig halte und dem Ganzen so vielleicht einen kleinen anderen Touch geben oder ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Wir werden sehen. Also ja, lasst uns anfangen. Alright, Kopfhörer aufgesetzt und los geht's. Diese beiden haben McDonald's gehackt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, unendlich viele Getränkecodes zu erstellen. Ich konnte kostenlos Essen bestellen, konnte alle Artikel auf 0 € setzen. Aber sie sind gute Hacker. Er hier, ich nenne ihn Max, nutzt seine Hacking-Skills für Kriminelles. Er macht Cash mit gehackten Kreditkartendaten aus dem Darknet. Wie häufig hast du da jetzt eingekauft? Also ich würde schon meinen, mindestens 100 Mal. 100 Kreditkarten? Ja. Ich will wissen, wie leicht man mich hacken kann. Da ist ja einiges möglich. Also wir können die SMS ansehen, die Anrufe, alles so, was du so tippst, wo du gerade bist. Ich frage mich, haben Hacker unbegrenzte Macht? Sicherheitslücken gibt's CSS. immer. Du würdest doch immer geben. Hacker, das sind für mich eigentlich Menschen, die irgendwie alles können, sozusagen wie die Herrscher des Internets. Ein ganz großer Teil der Bevölkerung hat, glaube ich, keinen Plan, was die machen und wie die das machen. Und ein ganz kleiner Teil kann damit zum Beispiel Unternehmen ruinieren. Deshalb frage ich mich in diesem Film, wie viel Macht haben Hacker wirklich? Hamburger Hauptbahnhof. Hier bin ich mit zwei Typen verabredet, die McDonald's gehackt haben. Hi, na? David, rechts im Bild, ist 23, Lenny ist 20. Wie alle im Film jünger als ich, habe ich so auch noch nicht gehabt. Beide sind Programmierer und haben sich durch ihren McDonald's-Hack kennengelernt. Und kommt ihr jetzt direkt von der Arbeit oder was? Ja, Ich habe frei bekommen. Ah, frei bekommen, nice. Unabhängig voneinander haben sie beide eine Sicherheitslücke im Bestellsystem entdeckt, die weltweit funktioniert. Ihren Hack haben sie dem Unternehmen gemeldet und zur Belohnung eine goldene Karte bekommen. Okay, kurze Pause. Ihr habt gerade gemerkt, die beiden sind definitiv keine Black Hats gewesen, das waren White Hats. Das heißt, die haben tatsächlich dem McDonald's, der Hack ist sogar relativ gut durch die Medien gegangen, die haben bei McDonald's einfach quasi einen Exploit gefunden, über Gutscheincodes, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, über Gutscheincodes quasi, dass du einkaufen konntest und dann hast du einen Gutscheincode bekommen und diesen Gutscheincode musstest du wo einlösen, online. Und über dieses Einlösesystem konntest du dann quasi unendlich viele Gutscheine generieren und dadurch haben die quasi die McDonald's, also deswegen auch weltweit, es war ja einfach dasselbe Einlössystem für die Gutscheine und dadurch haben sie quasi einfach Free Essen und Free, ich glaube sogar, also Getränke war länger und Essen ging auch eine Weile. Das war das, was ich mitbekommen habe. die hier. Ja, krass. Endlich habe ich die auch mal in der Hand. Fast Food for Free für ein halbes Jahr. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, unendlich viele Getränkecodes zu erstellen bzw. zu generieren, weil da auf einer Seite eine Abfrage gefehlt hat. Und
Ja, ich konnte kostenlos Essen bestellen, konnte alle Artikel auf 0 € setzen und dafür habe ich dann auch die Karte bekommen. Dann lass uns doch erstmal reingehen und mal was bestellen. Jetzt, Ja, okay. David schenkt das Essen einem Obdachlosen. Das ist nicht gestellt, das macht er öfter. Ist ihm wichtig, dass ich das hier sage. ja, Vielen lieben Dank. Bitte. Und dann wünsche ich noch alles Gute. Gleichfalls. ja, danke ebenso. Ciao. Ciao. Cooler Dude. Hacker unterscheiden sich in ihren Absichten. Es gibt die White-Hats, die nur legal und im Auftrag hacken, Black-Hats, die ihre Fähigkeiten kriminell ausnutzen und Grey-Hats, die sich im Graubereich bewegen. Zu denen zählen sich die meisten, auch Lenny und David. Also es kommt halt wirklich auf die Person an, wie sie mit sowas umgeht. Ganz kurze Anmerkung hierzu. Im Graubereich bewegen heißt sowohl White Hat als auch Black Hat Aktivitäten durchführen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hergehen würde und zum Beispiel bei der Air Force das berühmte Flugzeug oder die Satelliten hacken würde, wo sie ja gerade das Angebot haben, dann bin ich kein Black Hat deswegen, dann bin ich trotzdem ein White Hat. Ich habe zwar nicht offiziell den Auftrag, aber sobald ich im Hinterher das Ganze melde und quasi über ein Bug-Bounty-Programm halb engagiert wurde, bin ich eigentlich kein Black Hat mehr. Das heißt, das, was die beiden da gemacht haben, ist in dem Sinne eigentlich eine White Hat-Tätigkeit gewesen. Die hatten zwar nicht offiziell ein Bug-Bounty-Programm, aber dadurch, dass sie mit dem Unternehmen übereingekommen sind und eigentlich gesagt haben, hey, wir geben euch quasi den Exploit und wir geben ihn nicht weiter, sind sie eigentlich keine Grey Hats, sondern eigentlich White Hats, zumindest bei der Aktivität. Es kann natürlich sein, dass sie noch andere Dinge machen, aber ja. Ob sie jetzt, sag ich mal, Böses im Sinn haben, dann können sie viel Schaden machen. Und halt die Guten, die helfen halt, sag ich mal, gegen solche bösen Hacker halt anzukämpfen, sag ich mal. Lenny nimmt uns mit zu sich nach Hause. Er wohnt bei seinen Eltern unterm Dach. Ja, hier, 3 Bildschirme. Ja, natürlich. Hier hat er sich das Hacken beigebracht. Nicht über eine Google-Suche, sondern indem er erstmal Programmiersprachen gelernt hat. Hacken zu können ist das eine, aber ohne Erlaubnis in ein fremdes System einzudringen, finde ich moralisch schon fragwürdig. Das ist ja eigentlich wie ein Einbruch, ne? Oder wie würdet ihr das? Ist doch verboten. Eindringen also. kann man schon sagen, ja, es kommt auf die Lücke drauf an. Also das, was wir jetzt bei McDonald's gefunden haben, das war jetzt nicht wirklich einbrechen, das war eine Lücke, um, sag ich mal, selber, sag ich mal, was kostenlos zu bekommen. Aber es ist nicht wirklich jetzt Datenklau oder sowas. Meistens gehen sie aber den legalen. Das sollte man hier vielleicht noch ein kleines bisschen mehr ausführen. Wir sind jetzt bei 3 Minuten, ich habe schon 7 Minuten aufgenommen. Es tut mir sehr leid, aber das Video wird lang werden. Ich habe viel zu sagen scheinbar zu dem Ganzen. Und zwar, wenn ihr in Systeme eindringt, dann begeht ihr automatisch eine Straftat. Wenn ihr aber auch Systeme angreift, begeht ihr eigentlich auch eine Straftat. Also das, was die gemacht haben, war theoretisch auch eine Straftat erstmal. Erst dadurch, dass McDonald's gesagt hat, hey, ist okay, wir kommen da überein, war es keine Straftat mehr. Und das ist vielleicht so ein bisschen was, wo viele nicht ganz genau wissen. Man muss nicht in ein System eindringen, um irgendwas zu hacken. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie Cross-Site-Scripting mache, dann dringe ich auch nicht in das System rein. Selbst wenn ich eine SQL-Injection mache, dringe ich nicht unbedingt in das System ein. Und was die da gemacht haben, war, soweit ich weiß, eins von beiden. Ich bin mir nicht genau sicher, was sie genau gemacht haben. Ich habe es so genau nicht verfolgt, weil ich McDonald's nicht mag. Aber ja, man muss nicht in das System eindringen. In den seltensten Fällen dringt man wirklich in das System ein. Die meisten Aktivitäten sind tatsächlich eher oberflächlich und generieren euch irgendwas oder machen halt irgendwas, was man nicht machen können sollte. Also zum Beispiel über ein Profilbild, was dann irgendjemand anguckt, wird ein Schadcode runtergeladen. Dadurch bin ich auch nicht auf das System eingedrungen. Ich habe nicht den Server von denen geowned sozusagen, sondern ich habe nur ein Profilbild hochgeladen, was Schadcode enthält und owne dadurch andere User. Das heißt, ich dringe nicht auf den Server von der, welcher auch immer Instanz ein. Sollte man vielleicht hier ergänzen. Weg. Über die Plattform HackerOne bekommen sie ihre Jobs. Das funktioniert so. Unternehmen wie Starbucks, Spotify, PayPal oder Lufthansa bieten an, finde eine Lücke und kassiere eine Prämie. Da hat Lenny schon hier und da ein paar 100 € verdient. Kann man gutes Taschengeld nennen, ja. Also man könnte es auch hauptberuflich sowas machen, aber da müsste man wirklich den ganzen Tag am PC sitzen und konzentriert dabei bleiben und ich habe nicht so eine Ausdauer dafür für sowas. Und gutes Taschengeld, ich finde schon ziemlich viel für nebenbei. Dazu kommt ja noch das Geld aus ihren Hauptjobs in das, was er hier auch gerade wieder sagt, gutes Taschengeld und Mirko sagt dann, er findet es schon gut verdient, ein paar 100 €. Da muss man vielleicht auch drauf eingehen, dass das nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Man kennt es immer aus den Medien, hey, seht mal her, die haben McDonald's gehackt, die haben das irgendwie, jetzt können die so unendlich viel Essen generieren.
Das hat gedauert. Also ich könnte mir vorstellen, dass die beiden da wirklich jeweils mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage dran gesessen haben. Und das war dann halt einfach mal ein Glücksgriff sozusagen. Viele Sachen, die man ausprobiert, sind einfach überhaupt nicht ergiebig. Das heißt, das dauert wirklich lange, bis man irgendwo eine Schwachstelle findet. Ich meine, da sind teilweise wirklich die ganz Großen dabei und die machen das einfach hauptberuflich. Die suchen den ganzen Tag nach irgendwelchen Schwachstellen. Und wenn sie dann mal was finden, kriegen sie halt mal, also man kommt ungefähr auf ein Jahresgehalt raus, wenn man wirklich gut ist. Also IT-Unternehmen. Und wie sie eine Lücke austesten, zeigen sie mir jetzt bei einem Lieferdienstanbieter. Hier ist der Preis. Den kann man eigentlich hier einfach auf 0 setzen. Das ist jetzt, bei dieser Seite ist das jetzt ziemlich einfach. So bei McDonald's war das jetzt nicht so leicht, einfach den Preis auf 0 setzen. Aber theoretisch bei dieser Seite ist es einfach. Man drückt einfach auf Forward. Und jetzt ist dieser Artikel mit 0 Euro hier drin. Hä? Ohne Scheiß? Ja. Krass. Aber das funktioniert wirklich? Also wenn du jetzt... Ja, also hier ist 6 Euro Mindestbestellwert, aber wenn es keinen Mindestbestellwert gäbe, könnte ich jetzt einmal bestellen. Oder ich füge noch einen Artikel hinzu für 6,50 und dann könnte ich jetzt diesen Artikel kostenlos wenn du bekommen. jetzt, mach mal spaßeshalber einfach so ein paar Artikel einfach hinzufügen. Ja. Sieht zwar einfach aus, aber bis man so eine Lücke gefunden hat, kann es dauern und braucht Erfahrung. Ähnlich wie... Ganz kurz zu dieser Lücke, das habt ihr hoffentlich nicht drin, dass bei euch einfach der Preis dann von dem, was vom Client zurückkommt, wieder übernommen wird. Das ist einfach nur unfassbar. Das sollte auf jeden Fall nicht so funktionieren. Also da muss man vorsichtig sein. Generell alles, was vom Client kommt, ist böse, okay? Nicht benutzen. Bei McDonald's wird die Bestellung abgefangen, verändert, also der Preis auf 0 gesetzt und erst dann zum Restaurant geschickt. Macht das süchtig? Wenn man was findet, dann ist, ich denke schon, oder? Also es gibt einen Dopaminausschuss, wenn man eine Sicherheitslücke findet. Ich kann mir das selbst irgendwie nicht erklären. Das ist bei mir mittlerweile so, dass ich immer nach Sicherheitslücken suche, auch wenn die Seite nicht vergütet. Okay, und das hätte er gerade nicht sagen dürfen eigentlich. Also das bedeutet im Endeffekt, ja, er ist ein Greyhead, er ist kein Whitehead mehr. Und da kann jetzt einfach von irgendwoher direkt eine Anzeige kommen. Könnte zumindest. Und das online zu sagen oder halt in der Doku zu sagen, die, lass mich gucken, 1,357 oder 1,358 sogar fast, Millionen Menschen gesehen haben, ist grenzwertig. Also es war mutig. Und inwiefern, was fühlt man da oder woher kommt dieser Dopaminausstoß? Keine Ahnung, wenn man etwas gefunden hat, dann ist man glücklich. Und also man ist froh, dass man das geschafft hat und so was Besonderes, sage ich mal, gefunden hat, was andere nicht geschafft haben zu finden. Ja. Diese Lücke, die sie mir hier zeigen, funktioniert bei 6.500 Lieferdiensten, die auf dieser Seite hinterlegt sind. 6.500 Lieferdienste. Okay, sorry, ich musste ganz kurz cutten. Ja, wir machen direkt hier weiter. viele Website-Betreiber sind ja selbstständige Leute, die eine Familie haben, die eine Wohnung zahlen müssen. Und wenn man solchen Leuten schadet, ich meine, man ist ja solchen Leuten ja nie persönlich begegnet, dann ruiniert man ja sein Leben. Wenn seine Webseite nicht mehr funktioniert, er keine Einnahmen mehr hat, kann er seine Familie nicht mehr versorgen, er kann seine Wohnung nicht bezahlen. Und warum sollte man es solchen Leuten schwer machen? So? Bei mir ist es eher die Moral, die mich davon abhält, böse Sachen zu machen. Ob das wirklich funktioniert? Wir bestellen 3 Pizzen für 6,60 € zur Selbstabholung. Den Mindestbestellwert können die beiden nicht umgehen. Ja, dann lass uns los geht's, ja. Ich treffe Max, so nenne ich ihn, irgendwo in Brandenburg. Ich glaube, wir machen es heute mal einfach so. Alles easy, das ist locker. Ja, nice, dass es heute geklappt hat. Ja, gerne. Er will unerkannt bleiben, weil er ein krimineller Hacker ist, ein Blackhat. Er ist 20, hat schon mit 13 angefangen zu programmieren. Heute nutzt er seine Skills für Cybercrime. Laut Bundeskriminalamt sind etwa die Hälfte der Tatverdächtigen in der Cyberkriminalität unter 30. Also das hier ist zum Beispiel ein DOS, also das ist eine Angriffsmethode, wie man eine Webseite lahmlegen kann. Und die habe ich hier selber programmiert. Das ist eine bestimmte Technik, die ich dort verwende. Die nennt man die Shotgun-Technik. Shotgun bedeutet, er simuliert... Okay, jetzt verstehe ich, warum die Frage in letzter Zeit häufiger kam. Ich habe tatsächlich Kommentare bekommen von so vielen Menschen, was eine Shotgun-Technik sein soll. Ja. 1000 Aufrufe einer Website, Ich glaube, er die erklärt's den gleich. Server überlasten. So ist der Internetauftritt vorübergehend nicht erreichbar. Dass er mir das hier zeigen kann, ist mit dem Betreiber der Website abgesprochen.
Sieht gewaltig aus, ähnelt aber einem digitalen Taschenspielertrick, wie mir ein Sprecher vom Chaos Computer Club sagt, und funktioniert nicht bei allen Webseiten. So. Und was noch viel schlimmer ist, also klar, natürlich ist es strafbar, damit dringt man auch nicht in das System ein. Man zerstört eines der wichtigen IT-Security-Ziele, und zwar die Verfügbarkeit. Das heißt, ihr legt die Seite lahm, ohne dass ihr irgendwie was verändert auf dieser Seite. Ihr macht quasi einfach nur, dass diese Seite eine gewisse Zeit lang nicht verfügbar ist. Der Hacker hat davon erstmal rein gar nichts außer Zerstörung. Ja? Deswegen ist eigentlich ein Denial of Service, also ein DOS, ist erstmal. Warum sollte man sowas tun? Wenn man keine Motivation hat, sowas zu tun, dann macht man es auch normalerweise nicht. Das heißt, normalerweise steckt dann hinten dran irgendwas wie, ja, man wird bezahlt dafür, dass eine Webseite lahmgelegt wird. Das könnte bei ihm der Fall sein. Oder aber man ist tatsächlich irgendwie motiviert, diese Seite lahmzulegen. Also zum Beispiel habe ich von Anonymous schon öfters mal gehört, dass sie irgendwelche Seiten lahmgelegt haben. Ihr wahrscheinlich auch. Und das waren dann meistens irgendwelche Seiten, die halt was Negatives dabei hatten, ja, und deswegen macht man sowas. Aber das ist eigentlich an sich kein Hacken, das ist einfach nur ein Denial of Service, muss nicht unbedingt im Internet sein, ja. Es gibt auch andere Denial of Service Angriffe, wenn ihr das so wollt. Wenn ihr das so auslegt, dann könnte man auch schon urteilen, wenn ich ein Unternehmen mit sinnvollen E-Mails bombardiere, ist das auch ein Denial of Service. Oder wenn ich die ganze Zeit dort anrufe. Oder wenn ich irgendwie das Wartezimmer mit Leuten vollsetze, dann ist das auch ein Denial of Service Angriff, weil die können dann ihre normale Arbeit nicht mehr ausüben. Ja. Da haben wir es. Dann sieht es so aus, das ging jetzt relativ schnell. Was hat das gedauert? 2 Sekunden, würde ich meinen. Und das bedeutet, die Website ist jetzt außer Gefecht. Die kannst du nicht mehr aufrufen. Genau. Also wenn ihr möchtet, wir können es nochmal über Handy probieren, dann könnt ihr auch mal aufrufen. Ob die Website jetzt... Das Ding ist, die Seite ist wahrscheinlich extra so konzipiert, dass sie so schnell down geht, weil, naja, ich meine, da steht auch nicht sicher drauf, ist ja logisch. Und das Zweite ist, höchstwahrscheinlich hat sie nicht irgendwie einen Cloudflare oder sonst irgendeinen DOS-Protect genutzt, also von dem her relativ billig, wie der CCC ja auch schon gesagt hat da. Und ja, also im Endeffekt nicht wirklich was man erreichen möchte in den meisten Fällen. Jetzt wirklich down ist, tracke ich mit dem Handy, denn das ist nicht mit seinem Netzwerk verbunden. Und hattest du in der Hinsicht schon also Aufträge? Über gewisse Telegram-Gruppen, wo sich quasi Leute treffen, die sich dafür interessieren. Dort gibt es dann halt sowas wie, guck mal, ob das geht. Und wenn es geklappt hat, dann hat man öfter darüber geredet, okay, pass mal auf, ich gebe dir hier vielleicht ein bisschen Geld im Sinne von Bitcoin-Überweisungen oder halt anderen Kryptowährungen. Ich frage ihn, was ihn daran reizt. Und das ist auch das Tolle, was mich daran so reizt. Man ist halt wirklich nicht irgendwie gebunden als Informatiker in der Anwendungsentwicklung auch gerade, nicht irgendwie gebunden, bestehende Systeme weiterzuentwickeln, sondern du kannst wirklich halt deine eigenen Wünsche so verwirklichen. Also egal, was man sich denkt, man kann im Endeffekt alles lösen. Das ist einfach, das ist extrem. Jetzt hat er aber gerade beschrieben, was ihn an der Informatik selber begeistert und nicht wirklich, was ihn am Hacken begeistert. Also ich meine, Denial of Service ist ja nicht irgendwas, wo du deine eigenen Systeme erweitern kannst. Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas erweitern, sondern das legt einfach nur manche Sachen lahm. Am Hacken an sich ist es halt einfach der Thrill sozusagen, wenn du da eine Lücke findest, würde ich mal so behaupten, dann tatsächlich besser irgendwo reingekommen zu sein als jemand, der den Code entwickelt hat und dann tatsächlich zu verhindern, also zumindest bei mir, dass irgendwas Schlimmeres passiert, weil man dann ja sagen kann, hey, schon mal fix das und dementsprechend geht das dann halt weg. Also dann ist halt diese Lücke nicht mehr da. Das ist der Thrill bei mir, aber das wird bei ihm wahrscheinlich nicht so sein. Übrigens, was mich hier auch noch dazu einfällt gerade, man sieht hin und wieder mal sein Fenster, man sieht auch relativ viel von seiner Inneneinrichtung, also man könnte vermutlich irgendwie rausfinden, wo genau er wohnt. Das ist so relativ auch wieder riskant, das Ganze filmen zu lassen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er vielleicht nicht wirklich da wohnt oder auch nur so tut, als würde er da wohnen. Ich weiß es nicht. Also ich habe zum Beispiel keine Blume auf dem Tisch, aber hey, jeden das eine. Wahnsinnig. Ob er wirklich alles lösen kann, weiß ich natürlich nicht. Als nächstes zeigt er mir Marktplätze mit Benutzerdaten. Quasi, also man kennt das ja, man ist am PC und drückt auf Passwort speichern. Ja. Sekunde, ich muss kurz nachgucken, welcher das ist. Also es ist auf jeden Fall nicht Tor, was er hier, glaube ich, verwendet. Sieht zumindest bei mir ein bisschen anders aus. Und eigentlich ist das auch keine Linux-Oberfläche.
Vielleicht sehen wir es noch Und besser. quasi dieser Account beinhaltet diese kompletten Login-Daten. Ah, doch. Für Google Office, Netflix, Das ist ein eigenes Zalando, Fenster, okay. Instagram, Ja, okay, Facebook. okay. Sag als Und aus da dem hättest Browser. du überall Zugriff, wenn Genau. du jetzt hier $18 ausgeben Genau, würdest. genau. Diese Daten auszunutzen ist aber gar nicht so einfach, weil man ähnliche technische Parameter Was ist braucht ein wie der Browser? Originalbesitzer. Zum Kann Beispiel mir jemand die schreiben, was das für ein Browser war? IP-Adresse oder Warte, die Moment. Seht ihr das da? Das ist diese berühmte Windows-Suchleiste. Das ist die Cortana-Suchleiste. Das heißt, er hat da gerade ein Windows drauf. Was ist los mit dir? Was läuft falsch bei dir? Junge, Linux ist Must-Have für Hacker. Zumindest für Leute, die sich so bezeichnen wollen. Must-Have. Einfach so. Es ist schwierig. Also, sehr schwierig. Sagt ja auch einen Namen auf Windows auf, weil auf Linux. Also ich nehme auch gerade auf Windows auf, nicht wundern, ich habe normalerweise ein Linux, aber ich muss hier gerade Windows benutzen, weil auf Linux läuft die Kamera nicht vernünftig. Die App-Macher sind ein bisschen schwierig. Aber er ist nicht dazu gezwungen, er nimmt nicht auf. Deshalb verkauft er einzelne Login-Daten in Telegram-Gruppen weiter. Das macht er auch mit Kreditkartendaten, die er im Darknet kauft. 3/4 der polizeibekannten Straftaten im Internet sind Vermögens- und Fälschungsdelikte, so wie diese. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mal eine Kreditkarte aus Potsdam. Ja. Ach, so bekommst du die. Genau, so als Textdatei. Ich habe mir die jetzt hier gespeichert. Das hier oben, das ist aus dem Das Darknet ist gekauft. Windows. Diese. Junge. Genau, also die obere, also Nummer. quasi nur das ist aus dem Darknet gekauft. Hast du das ausgenutzt? Die Karte hier nicht, die war tot. Also quasi, man kann halt auch Pech haben, die kaufst und die ist dann halt einfach schon verbraucht. Wie häufig hast du da jetzt eingekauft? Schwer zu sagen, also oftmals. Unten steht einfach Darkway Forum. Oh, und oben ist das Logo. Das war Empire Market. Habt ihr es gesehen? Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Sorry. Das ist gar nicht so einfach zu treffen. Hier steht Pyre Market, gleich wird es zu Empire Market. Links oben, da Empire Market, ja. Seht ihr das? Das ist ein Darknet Market und er kauft da halt einfach ein. Das ist nichts mit Hacken oder sowas, das ist einfach nur ins Darknet einwählen, einkaufen gehen, die Sachen weiterverkaufen an Telegram-Gruppen. Da brauchst du nur Kontakte dafür, das hat nichts mit Hacken zu tun. Das Einzige, was du machen musst, ist A, Kryptowährung kaufen, B, dich ins Darknet einwählen, einen Account erstellen, einkaufen, verkaufen über Telegram-Gruppen und das war's. Fertig. Das ist nichts mit Hacken. Ich würde schon meinen, mindestens 100 Mal. 100 Kreditkarten. Ja. Damit der Besitzer der Kreditkarte davon nichts mitbekommt, muss Max noch $1,50 ausgeben. Dann flute ich die E-Mail-Adresse, kriegt er da 1000 Mails. Hat einfach die Schlussfolgerung, der guckt morgens auf sein Handy, denkt sich, was ist denn hier los und drückt auf alles löschen, alle Benachrichtigungen. Und somit geht diese Kreditkartenbenachrichtigung komplett unter. Weil es ist oftmals so, dass zum Beispiel Können wir das mal machen? Hast du einen Account, wo du das mal machen könntest? Also wir tragen jetzt hier quasi auf dem Portal die E-Mail-Adresse ein. Ach so. Ja. Dann Moment, ich will wissen, welche Webseite das ist. flatcrm.net. Das ist übrigens nicht mal im Darknet. Aber ich glaube, er hat das System gewechselt, kann das sein? Nee, Testbeschreibung, wie viel Windows. ich jetzt hier machen möchte, mindestens ist Immer noch Windows. Junge. 700. Ja. Das Also kostet das heißt 700 Mails. kommen da jetzt an. Genau. Also natürlich alle Rechts alle mit ein. Empire Market Tor-Link hat er gegoogelt. Deluxe Market, Bots, Empire Market Darknet Stats und dann eben dieses FlatCRM und rechts davon war Webmail offen. Mal. Innerhalb kürzester Zeit meldet das Programm die Da, so, Sekunde. Ah, verdammt, man sieht es nicht im Namen. Okay, schade. Mailadresse bei 700 Newslettern an. Die Mailadresse haben wir extra für diesen Test erstellt. Wenn man das jetzt aufs Handy kriegt, dann dreht man durch. Ah, deswegen Wenn halt okay. dein Handy klingelt, vibriert, das ist auch einfach nur nervig. Also da muss man dazu sagen, so eine Website ist auch, also da Spam erstmal illegal ist, ja, also Spamming ist erstmal, wenn ihr das macht, dann werdet ihr normalerweise auch verfolgt, also wenn man es anzeigt. Ich glaube, man kann es anzeigen, korrigiert mich da bitte, wenn es falsch ist, aber soweit ich weiß, ist es anzeigbar und dann hier zu demonstrieren, welche Website man dazu verwendet hat, ist eigentlich auch nicht ganz okay, wenn man das so möchte. Aber ich meine, wenn ich das jetzt mache, ich habe das ja quasi nur da rauskopiert. Also von dem her, ich kommentiere ja bloß. Das ist echt das ist ein angenehmes Feature. Das ist mein erstes React-Video. Also schreibt mir bitte auch, wie ihr es findet. Das ist nicht schön. Und tun dir da die Leute nicht leid, die dahinter den Karten stecken? Ich sag mal so, dadurch, dass ich es ja wirklich wieder erstattet bekomme von der Bank,
nicht, weil, ich sag mal so, wenn man jetzt der Privatperson schaden würde, das wäre nicht gut, aber dadurch, dass man ja quasi einem großen Unternehmen schadet, es ist halt noch mit der Moral zu vereinbaren, muss ich ehrlich sagen, weil Flexible Moralvorstellung. Banken sind Verbrecher und so, da gibt es für mich dann keine Moral. So denkt er, argumentiert mit der Moral, vergisst aber, dass der Kreditkartenbetrug eine Straftat ist. Ich hätte eigentlich auch gerne eine Hackerin getroffen, aber es gibt nur sehr wenige und keine wollte mit mir reden. Dafür aber der begehrteste Auftragshacker, wie es in einigen Branchenmagazinen heißt. Besetzt oder wie? Ja, ist besetzt. Hat mich, glaube ich, weggedrückt. Okay. Ja, mal abwarten, wann er hier ankommt. Ich meine, wir sind da. Mal sehen, wann er da ist. Ah, da bist du ja schon. Hey, alles gut? Ja, und selber? Wir müssen das. Wart ihr das? Nee, wir haben gedacht, du kommst. Wollen wir das vereinheitlichen? So? Können wir machen. Hi. Er heißt Philipp, ist 19 und hat ein eigenes Unternehmen für Cybersecurity in Hamburg. Etwa 20 Leute arbeiten Dementsprechend, was ist er? Kein Black Hat. regelmäßig für ihn. Okay. Ist hier auch dein Büro? Ihr müsstet, wie ihr den gefallen hat, diesen Empfang nicht zu filmen. Das wäre so die Grundvoraussetzung. Als wir reinkommen, gibt es erstmal klare Ansagen und einen Geheimhaltungsvertrag zum Unterzeichnen. Unterschrieben. Muss er machen. Ist er rechtlich zu verpflichtet, damit die, also ich meine, er hat ja dann sensible Informationen über gewisse Unternehmen. Das heißt, wenn er jetzt hingehen würde und würde quasi alles filmen lassen, dann könnten eben solche sensiblen Daten, wie jetzt bei dem anderen, bei dem echten gefährlichen Hacker, ja, könnten dann tatsächlich übertragen werden. Das heißt, man könnte hier tatsächlich eventuell rausfinden, hey, es gibt eine Schwachstelle bei AMD, es gibt eine Schwachstelle bei, I don't know, Firefox oder sowas, und das schadet natürlich dem Unternehmensruf erstmal, vor allem, weil die es noch nicht gefixt haben. Und das heißt, die Hacker, die dann tatsächlich was drauf haben, so wie er zum Beispiel, und die aber Black Hat sind, die können dann einfach hergehen und können diese Schwachstelle irgendwie, oder können gezielt nach einer Schwachstelle suchen mit den Informationen, die es hier in dem Video dann gibt. Deswegen muss er alles geheim halten. Ist auch rechtlich einfach zu verpflichtet. Wahrscheinlich sogar von den Unternehmen selbst, für die er arbeitet. Im Forbes-Ranking ist er unter die Top 30 unter 30 gewählt worden, durfte jetzt sogar einen Artikel im Magazin schreiben. Ach krass. Also ich bin bei dem Artikel in irgendeinem komischen Hotel eingeschlafen und das war tatsächlich eine krasse Erfahrung. Das habe ich. Ich durfte noch nie einen Artikel schreiben. Philipp ist Whitehat-Hacker, heißt, er hackt nur im Auftrag von großen Kunden wie Banken oder Energieversorgern oder von mir. Auf was davon könntest du jetzt einfach so zugreifen? Also das Problem an so einem iPhone ist halt, das ist an sich recht sicher, wenn es einigermaßen neu ist und folglich auch noch die Softwareunterstützung aufweist. Einfach weil das vom Konzept her nicht unglaublich große Angriffsvektoren bietet. Bedeutet, genau, iPhones können nur geprüfte Software aus dem App Store laden. Android-Geräte hingegen können auch aus dem Browser Apps installieren, die mit einer Schadsoftware infiziert sein können. Sind wir mal ganz ehrlich, es ist um einiges leichter, das Telefon einfach nur zu klauen oder dich dazu zu zwingen, dass du dieses Passwort eingibst, damit ich an. Hat er recht. Vielleicht noch kurz als Ergänzung. Und zwar, iPhones sind jetzt nicht von Natur aus sicherer als ein Android-Handy, sondern es kommt darauf an, was ihr für Schnittstellen zur Außenwelt quasi bietet. Das heißt, wenn ihr eine App runterladet, die infiziert ist, was es sowohl im Google App Store als auch im Apple App Store schon gab. Das heißt, wenn ihr so eine bösartige App runterladet, dann könnt ihr mit jedem Handy gehackt werden. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ihr Bluetooth anhabt, könnt ihr auch, zumindest wenn es eine Lücke halt für diese Schnittstelle gibt, dann könnt ihr damit auch gehackt werden. Wenn es eine Schnittstelle in eurem SMS-Client gibt, könnt ihr damit gehackt werden. Wenn es eine Schwachstelle in eurem was haben wir noch, WLAN-Modul gibt, kann man damit gehackt werden. Wenn es eine Schwachstelle in eurem E-Mail-Client gibt, könnt ihr darüber gehackt werden. Aber das System an sich hat ja erstmal keine Angriffsfläche. Man kommt ja nicht auf das System rein, ohne über so eine Schnittstelle zu kommen. Das heißt, die Schnittstelle muss irgendwie exploitbar sein, damit das ganze Ding exploitbar ist. Das heißt, wie er hier auch so schön gesagt hat, es ist viel einfacher, wenn ich jetzt gerade ein berühmter Hack kursiert, ja, das heißt ein noch nicht gefixter Hack, ein Zero-Day zum Beispiel, darüber kann man normalerweise immer irgendwie reinkommen, wenn man den auch wirklich ausbeuten kann, also exploiten kann.
Aber normalerweise werden die ja, sobald sie bekannt werden, von den Herstellern gefixt. Und deswegen ist es quasi nicht möglich. Was aber durchaus möglich ist, dass in einer der Apps, die ihr auf dem Handy habt, die sind ja auch Schnittstellen zur Außenwelt sozusagen, dass darüber was reinkommt. Weil sie werden zwar geprüft, aber komm schon, sind wir mal ehrlich, Google oder Apple haben einfach nicht das Geld, um so einen wirklichen vollen Pentest auf jeder App zu machen, die in den App Store reinkommt. Und sie entwickeln die Dinger ja nicht alle selber. Und es gab auch schon Schwachstellen in Chrome, es gab schon Schwachstellen in Safari. Das heißt, ja, es gibt Schwachstellen, aber wenn keine bekannt ist, kommt man halt einfach nicht rein. Das ändert sich von Tag zu Tag. Und von Patch zu Patch. Duckbilder kommen oder was auch immer, als mich in dein Telefon zu hacken. Das ist für den Großteil der Bevölkerung nicht möglich. Und, aber ich habe zum Beispiel gelesen, man kann ja heutzutage auch, keine Ahnung, irgendwelche Tools kaufen oder man kann... Die Dinge, wovon wir immer lesen, dass ganz viele Instagram-Accounts gehackt worden sind, dahinter steckt meistens nicht diverse Einzelpersonen, die die Motivation haben, an spezifische Bilder von gewissen Personen zu kommen. Das mag sicherlich bei Prominenten der Fall sein, aber für den Grundsatz ist es so, da sind irgendwelche Bots oder Personen mit Tools oder eben auch ohne, also das sind Personen, die Interesse haben, einfach mal dort eine Sicherheitslücke zu finden, um nicht an einen spezifischen Account zu kommen, sondern in dem Fall an Millionen an Accounts. Die haben vielleicht und deswegen schicken die auch nicht irgendwie speziell jetzt an ihn, der da sitzt. Also ich meine, ihn zu hacken, wenn er jetzt sagt, hey, hack mich mal bitte. Das ist quasi unmöglich, weil dann braucht man so ein Zero-Day. Was die normalen, berühmten Hacker, also was heißt berühmt, dieses normale Hacken eben ist, was da viele sagen, das ist eigentlich mehr im Sinne von, hey, ich baller jetzt mal 1 Million E-Mails raus an alle möglichen Leute. Einer davon wird schon auf diesen bösartigen Link klicken und sich mit seinem Instagram-Account anmelden. Aber wenn jetzt jemand zu euch sagt, hey, hack mich mal, dann müsstet ihr dem eine E-Mail schicken, yo, klick mal hier drauf, ich bin ein böser Instagram-Link. Und dann muss der da seine Daten eingeben. Wenn der aber weiß, dass ihr gerade ihn hacken wollt, dann funktioniert es nicht. Das Ganze nennt sich Social Engineering und das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn da quasi jemand gerade den Auftrag gibt. Ein wirtschaftliches Interesse. Solche Bots oder Tools probieren Listen von häufigen Passwörtern durch. Das und Phishing-Angriffe sind meistens Grund für gehackte Accounts. Stimmt, ja. Regnet es eigentlich? Oh, es ist super windig. Im Fokus seiner Arbeit stehen aber gar nicht Privatpersonen. Er kümmert sich darum, dass Unternehmen nicht angegriffen werden können. Risikoprävention. Also Fehler in Prozessen zu finden, die potenzielle Angreifer ausnutzen können. Zum Beispiel, indem sie vertrauliche Daten abfangen, fremde Systeme steuern oder Schadsoftware wie zum Beispiel Trojaner einschleusen können. Hier an seinem Lieblingsort sprechen wir über das, was ihm im Moment am wichtigsten ist. Sein Job. Wenn man Dinge schützen möchte, dann muss man präventiv alle Möglichkeiten eruieren und im besten Fall auch Präventivmaßnahmen dafür schaffen. Derjenige, der es aber versucht anzugreifen, muss nur eine Verwundbarkeit finden. Und meine Kernkompetenz besteht darin, frische Insights zu generieren, Dinge in Frage zu stellen und mal unkonventionelle Ansätze zu haben. Für das andere habe ich gute Kollegen, die über mehr Berufserfahrung verfügen, vielleicht auch noch den akademischen Background haben und die notwendigen Zertifizierungen dafür aufweisen. Richtig greifbar werden sowohl er als auch seine Tätigkeit für mich nicht. Er wirkt auf mich sehr bedacht, er agiert sehr vorsichtig. Ihn wurmt jedenfalls, dass er mich nicht ausspionieren konnte und er lädt mich nochmal ein. Philipp zeigt mir eine neue Angriffsmethode, Stalkingware. Das perfide dabei sei, sagt er, der Hacker ist oft ein Partner oder eine Person, die dir nahe steht. Denn du brauchst direkten Zugriff aufs Smartphone, um die Software... Ja, das ist was auch tatsächlich häufiger mal vorkommt, dass mir quasi gesagt wird, hey, schau mal, damit kann man doch wunderbar hacken oder stell doch mal diese Software vor, mit der kann man wunderbar hacken. Das Ding ist, ihr hackt quasi ein Gerät, das schon gehackt ist von dem User selbst. Das heißt, ihr installiert auf einem entsperrten Telefon einfach irgendeine Software, die dann halt euch Überwachungsdaten liefert sozusagen. Und da gibt es einen ganzen Haufen von. Die installieren hauptsächlich Eltern für ihre Kinder und Partner, weil sie glauben, dass der andere Partner, also dass der Partner fremd geht und sowas. Aber das hat nichts mit Hacken zu tun. Das ist im Endeffekt nur eine Software, die einfach von überall her die Daten sammelt und dann an den anderen schickt. Ja, quasi eine Überwachungssoftware. Das hat an sich mit Hacken nichts zu tun. Weswegen er hier auch vorher beim ersten Treffen richtig gesagt hat, hey, schau mal, das ist nicht Hacken, was wir da machen können. Das wäre irgendwas anderes. Aber ja, also ich mag den Kerl, der ist wirklich cool. Der
der da gerade so spricht. Also nicht der Erzähler, sondern verschiedene, der Hacker. Die zwischen 20 also der und $200 kosten. Der Pentester. Ein eingeschleuster Trojaner mit Schadsoftware, der Daten sammelt und zum Ausspionieren bereitstellt. Aber das ist ja nicht mal das, was ich gepostet habe, sondern der hat ja einfach alles mitgeschrieben. Der hat einfach alles mitgeschrieben. Alles, was du in die Tastatur hast. Jetzt mal WhatsApp. Okay, wenn du dich das traust. Was habe ich da? Ja, okay, das ist jetzt nichts Wildes so, ne? Aber im Prinzip, du könntest alles mitlesen. Ja, alles, was du Und übrigens fällt es euch auf, der benutzt sogar Kali. Das ist ein richtiger Dude. Ja, der kann was. Das ist ein cooler. Sozusagen. Hä? Ich finde den Kommentar ganz lustig. Da ist einfach nur so eine geschlossene Klammer. Ja, weil ich dann wahrscheinlich vergessen habe, irgendein Smiley zu beenden. Aber das ist ja auch das, was teilweise weiß ich gar nicht. Lenny ist der, den wir heute gefilmt haben. Ah, okay. Guck mal, jetzt kommen die Schnipsel zusammen. Aber das heißt ja, krass, dann wird auch das, was ich nicht abschicke. Ich finde die Fotos ganz interessant. Das war aus dem privaten Videochat heute. Das ist Traust du dich, dass wir da mal draufklicken? Können wir gerne machen. Twitter wäre rot. Nee, ach, mir macht das nichts. Ach so, was ich mir mal... Ach, guck mal, das sieht doch sympathisch aus. Oh Gott. Sieht doch ganz sympathisch aus. Immerhin kotzt du da nicht. Der Markt für Stalkingware wächst stark. Der Antivirensoftwarehersteller Kaspersky registrierte von 2018 auf 2000... Der wahre Grund, warum Stalkingware so gefährlich ist für die meisten Leute, ist nicht, weil sie euch ausspionieren. Also tatsächlich, klar, natürlich, darüber... das ist natürlich furchtbar, wenn man dann ausgespioniert wird und alle seine Daten sozusagen bei dem anderen sind. Aber wenn jetzt jemand bei euch Stalkingware oder halt Spyware ist es eigentlich, ich kenne den Namen Stalkingware nicht wirklich, wenn man jetzt Spyware bei euch installiert und alle Nachrichten bekommt, dann kann man auch relativ schnell eben diese 2-Faktor-Keys zum Beispiel oder eben E-Mails abfangen, die dann von jemandem kommen. Das heißt, da kommt dann zum Beispiel ein, bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihr Passwort für Instagram ändern wollen, ja? Und dann kommt eine E-Mail rein auf das gehackte Telefon. Also gehackt ist ja nur Spyware drauf im Endeffekt. Und dieses Telefon schickt diese E-Mail natürlich, weil es ja alles mitschneidet, einfach direkt an den Hacker weiter. Und der kann natürlich das Passwort einfach ändern, ohne irgendwas machen zu müssen. Und das ist natürlich der Teil, der quasi die ganzen Sicherheitsmechanismen von den ganzen Firmen auch aushebelt. Das ist der eigentliche Hack dann dahinter. Also das ist eigentlich auch kein Hack, aber im Endeffekt darüber funktioniert das dann auch relativ gut. Und das ist die eigentliche Gefahr davon. Weil mit euren privaten Daten, klar, da kann man auch einiges mitmachen, aber das hat dann IT-Security-technisch nicht mehr so eine Relevanz. Da sind dann eher so Dinge relevant wie Identitätsklau. Das ist auch ein Riesenthema oder Kreditkartendaten natürlich. 2019 einen Zuwachs um 77%. Deutschland ist europäischer Spitzenreiter. Ist ja einiges möglich. Also wir können die SMS einsehen, die Anrufe, alles so, was du so tippst, wo du gerade bist. Ja. Der Support sagt, ohne Zugriff aufs Gerät lässt sich die Software nicht aufspielen. Philipp sagt mir, es geht doch durch das Ausnutzen von Schwachstellen, kostet aber viel Arbeit. Empfehlung vom Software-Support. Diese Schwachstellen sind genau das, was ich vorhin erklärt habe. Wenn gerade eine Schwachstelle rumkursiert, dann kann man das Gerät auch hacken und das ist dann der eigentliche Hack-Prozess. Aber wenn man so eine Schwachstelle nicht hat, dann kommt man da normalerweise nicht drauf. Und wenn er jetzt sagt, das ist viel Arbeit, dann meint er damit, so eine Schwachstelle finden ist sau viel Arbeit, weil da steckt natürlich wirklich sehr, sehr gute Gehirn hinten dran. Also jemand wie Apple oder Google, die haben natürlich Security-Teams, die wirklich, wirklich gut sind. Und da dann eine Schwachstelle zu finden, um diese App zu installieren, ohne dass das Handy vorher entsperrt wurde, das ist überhaupt nicht einfach. Smartphones kaufen, die den Trojaner bereits vorinstalliert haben, falls kein Zugriff besteht. Wollen wir das mal deinstallieren? Ja. Jetzt ist echt genug mit der Spielerei. Ob sie jetzt wirklich weg ist? Ja, ob sie wirklich weg ist, das können wir ja hier sehen. Ob der jetzt noch weiter drauf zugreift. Naja, also technisch. Ja, und wie kriege ich das hier komplett weg? Also dass sie gar keinen Zugriff mehr darauf haben. Also technisch könnte es natürlich sein, dass sie jetzt einfach bloß nicht mal angezeigt wird und dass du über dieses Panel keinen Zugriff mehr hast, aber die Daten vielleicht dennoch abfließen. Eben. Keine Ahnung. Das weiß man nicht. Das kannst du nicht wissen. lässt mich mitten im Das kannst du nicht wissen. Wenn du so eine App mal installiert hattest, dann ist die da drauf. Dann kannst du dein komplettes Handy platt machen, ja, dann ist alles weg, also wirklich den Speicher quasi löschen und das Betriebssystem neu aufspielen, dann ist es wirklich weg. Aber weg
Also wenn du es nicht platt machst, einfach nur deinstallierst, da musst du quasi auf den Deinstallationsprozess vertrauen, dass da keine Services im Hintergrund erstellt wurden und die laufen dann immer noch. Also weiß man natürlich nicht. Guten Gefühl und offenen Fragen zurück. Und auch bei Max habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht alles weiß. Ich frage mich, womit macht er hauptsächlich sein Geld? Er zeigt mir Telegram-Gruppen, über die er Methoden zum Hacking verkauft. Was verdienst du da so? Also wie gesagt, also damals zu Hochzeiten, das war circa vor 12 Monaten, wo das so richtig gut mal lief, da waren es schon so 2.000, 3.000 Euro im Monat. Und das ist nicht viel. Einfach nur durch Methoden verkaufen. Einfach nur verkaufen. Andere prahlen wiederum in den Gruppen und zeigen ihren vermeintlichen Verdienst. Dadurch, dass er anderen Hacking-Methoden beibringt, sorgt er dafür, dass die 87.000 Fälle von Cybercrime im engeren Sinne mehr werden. Würdest du eigentlich sagen, Hacken ist bedrohlich? Also natürlich wird es irgendwann bedrohlich, wenn die Entwicklung auch gerade so weit hingeht, von Menschen auch, dass alles nur noch digital gemacht wird. Weil man ist ja dann im Endeffekt extrem angreifbar. Und Sicherheitslücken gibt es immer. Die wird es auch immer geben. Mit David und Lenny will ich jetzt die bestellten Pizzen abholen und wir schauen, wie der Pizzadienst auf die Rechnung reagiert. Und dann das, in dem Geschäft ist jetzt ein Fahrradladen. Vielleicht umgezogen? Wir rufen die angegebene Nummer an, niemand geht ran. Oh, fuck. Tja, das ist ärgerlich. Zumindest wollen wir den Seitenbetreiber über die Sicherheitslücke aufklären, denn es sind ja 6.500 Lieferdienste betroffen. Hallo Lenny, mein Name. Wir haben bei euch eine Sicherheitslücke gefunden, die es ermöglicht, kostenlos zu bestellen und wollten die einmal melden, dass die behoben wird. Ja, dann Sie ganz kurz. Ich bin nämlich gerade tatsächlich einkaufen. Haben Sie die Möglichkeit, mir das einmal aufzuzeigen oder in einem Video oder was auch immer? Ja, ich kann Ihnen sonst eine Mail schicken, da wo dann alles drin steht, ja. Der Unternehmer ist überrumpelt, reagiert aber positiv, denn den beiden ist es auch schon vorgekommen, dass das Gegenüber in so einem Fall mit dem Anwalt gedroht hat. Entwickeln Sie zufällig Webseiten oder sowas? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich schon, dann schicken Sie mal Ihren Link mit dazu. Jackpot. Vielleicht springt er ja jetzt auch noch einen Job für sie raus. Ja, gut. In diesem Fall hatte ihre gute... Aber wenn du Pentester sein musst, um danach eine Website zu entwickeln, ist die Frage, was vielleicht sich mehr lohnt. Also finanziell gesehen. Das heißt, wenn du jetzt hier Webseiten entwickelst, das ist normales Development und IT-Security-Experte bist, dann wirst du als IT-Security-Experte normalerweise deutlich mehr verdienen. Absicht Erfolg. Wichtig ist zu differenzieren. Hacken heißt nicht gleich böse Absichten zu haben. Ich finde es erstaunlich, was die Hacker, die ich treffen konnte, so drauf hatten. Aber ich habe auch gelernt, ein Hacker kann nicht alle Lücken kennen, sondern nur einen Bruchteil. Unbegrenzte Macht, so mein Eindruck, hat keiner. Aber ich bin überrascht, wie leicht man an Daten kommt. Darum, je vernetzter unser Leben wird, umso mehr Angriffslücken wird es geben. Dieses Risiko sollte sich jeder bewusst sein. Wichtig war und ist mir, dass durch meine Recherche zu dem Thema niemand geschädigt wurde. Gut, also vielleicht nochmal abschließend, was wir hier gesehen haben, ist Folgendes. Wir haben zwei Leute kennengelernt, die tatsächlich Greyhat-Aktivitäten machen, die wirklich auch Pentests durchführen in dem Sinne. Das heißt, sie machen wirklich was mit den Webseiten, sie ergaunern sich sozusagen gratis Essen und melden die Sachen dann. Das ist tatsächlich das, was man als Hacken bezeichnen würde. Wir haben am Ende, also der dritte, der vorgestellt wurde, haben wir einen echten Pentester gesehen. Das ist jemand, der wirklich im Auftrag pentestet. Das heißt, er untersucht die IT-Security von Firmen und zwar von der Angreiferseite. Das heißt, von einem Blackbox-Ansatz aus. Das heißt, er wird beauftragt, um dann die Server von den Leuten zu untersuchen und er hat nichts mit den Kunden von denen zu tun. Das heißt, normale Menschen sind bei ihm eigentlich völlig egal. Und dann haben wir in der Mitte den gesehen, der Windows benutzt hat, der sich als Black Hat Hacker bezeichnet hat. Und das war natürlich auch quasi der Grund, warum ich gesagt habe, hey, hör mal zu, ich mache diese Doku nicht mit dir, weil das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, kein Black Hat Hacking. Zumindest das, was er gezeigt hat. Er hat einen Denial of Service gemacht. Das wisst ihr auch, wie das geht. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Und er hat im Darknet eingekauft. Herzlichen Glückwunsch. Aber ja, also alles in allem kann ich sagen, das ist mal wieder eine relativ interessante Doku, die sehr gut zeigt, dass eigentlich das IT-Security-Phänomen oder das Hacking-Phänomen in der breiten Bevölkerung auch überhaupt nicht angekommen ist. Das heißt,
Ich für meinen Teil werde jetzt wahrscheinlich mich hinsetzen und ein Video machen, was eigentlich Hacken ist und was man da vielleicht unterscheiden sollte. Ja, relativ traurig eigentlich das Ganze. Ich hätte mir gewünscht, dass er mit mir mehr in Kontakt geblieben wäre oder sich vielleicht auch mal mit mir getroffen hätte, mit mir vielleicht telefoniert hätte, vielleicht hätte ich ihn ein bisschen aufklären können. Aber wie er ja auch schon gesagt hat, für ihn ist das Phänomen noch nicht ganz klar geworden und da zu differenzieren wäre vielleicht gar nicht so unwichtig gewesen. Ja, das war's von meiner Seite mal wieder. Es ging unfassbar lang, 45 Minuten haben wir jetzt aufgenommen hier. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen geschnitten, aber ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und sagt mir bitte in den Kommentaren oder irgendwie, wie ihr solche Art von Videos findet. Und wenn ihr noch mehr haben wollt von mir, in Richtung von sowas hier, dann sagt mir gerne Bescheid, dann hören wir uns da wieder. Bis dann, ciao.